Der Sinn und Zweck von Erfahrungen sammeln ist nicht zwangsläufig das gewünschte Ziel. Der Sinn und Zweck von Erfahrungen sammeln ist die Erfahrung. Und je flexibler wir sind, desto gesünder sind wir. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Loslassen und gemeinsam wachsen. Ich habe heute für euch ein richtiges Geschenk. Und zwar im Interview habe ich Sabrina Fox. Ich freue mich so sehr immer noch nachhaltig, dass sie zu Loslassen und gemeinsam wachsen gekommen ist und wir über ein großes Thema sprechen konnten, nämlich über Spiritualität im übergeordneten Sinne, aber mehr natürlich um den Seelenweg, den wir haben, unsere Aufgabe als Eltern, über die Gefühle, über Mitgefühl, über die Herausforderungen, die wir im Leben haben, an Konflikten und Krisen, welche Botschaften all diese Informationen für uns sind, um unseren Weg als Frau und als Mutter, als Mensch auf dieser Welt zu finden und zu gehen. Sabrina Fox ist seit 30 Jahren auf dieser Entdeckungsreise im Rahmen der Spiritualität und des Wachstums. Ihr Anliegen ist es, dass wir unsere innere Weisheit wiederfinden, unsere Intuition finden und unseren Seelenweg gehen für ein glückliches, erfülltes und bestimmtes Leben. Sabrina gibt Workshops, Vorträge. Ich habe sie selbst live erleben dürfen beim Find Your Flow Festival 2023. Sie hat ganz viele Bücher geschrieben, unter anderem den Bestseller Die Sehnsucht unserer Seele, Body Blessing und auch ganz neu Der Abschied meiner Mutter. Sie hat Online-Kurse, in denen sie dich leitet und dich führt, deinen Weg zu gehen. Ich freue mich so sehr, dass Sabrina heute im Podcast war. Wünsche dir viele, 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 viele Aha-Momente, Klarheit, viel Inspiration und Impulse aus unserem Gespräch und freue mich sehr über dein Feedback zu dieser Episode mit Sabrina Fox. Voll schön, dass du da bist. Ich freue mich so sehr, Sabrina. Ich bin auch echt ein bisschen aufgeregt, muss ich gestehen. Ehrlich, das brauchst du nicht wegen mir. Bin ganz harmlos. Ich weiß, es liegt gar nicht an dir, sondern weil ich mich so sehr freue auf unser Gespräch und auf das Thema. Ich mag dir ganz kurz nochmal berichten, wie es sich so ergeben hat, dass wir uns heute sprechen. Ich war nämlich im November bei dem Find Your Flow Festival in Basel. Okay. Und da sind ja, ich weiß nicht, 8000 Menschen und es gibt wahnsinnig viele Vorträge und man hört Gespräche mit, man hört natürlich Vorträge und Meinungen und Haltungen, kriegt man das so mit, rund um das Thema Spiritualität. Das ist ja auch in meiner Blase gerade ein Thema, das seit Jahren irgendwie mehr wird, obwohl wir ja eigentlich spirituelle Wesen sind und das, ja, wir kommen gleich dazu, unser Lebensweg ja in irgendeiner Form vielleicht auch ist. Und dann bin ich zu dir. Ich habe gesagt, ich muss zu Sabrina, ich muss zu Sabrina. Dann saß ich da drinnen in der Menge und dann hast du einen Satz gesagt und ich wäre am liebsten aufgestanden, hätte geschrien, ja! Habe mich so gefreut, dass du es so platt und deutlich gesagt hast. Du hast nämlich gesagt, Leute, wenn wir nur beim Meditieren und im Dasitzen den Weltfrieden herbringen würden, dann hätten wir den schon lange. Ja. Und da habe ich mir gedacht, oh, ich bin so froh, dass du das sagst. Ich bin so froh, dass du das sagst. Weil in diesem Ganzen, vielleicht magst du es, erinnerst du dich? Wahrscheinlich erinnerst du dich. Ja. Vielleicht magst du kurz sagen, was du damit meintest, weil es geht so viel damit einher, nämlich natürlich mit der Meinung, was ist Spiritualität? Wie bringe ich das ins Umsetzen, ins Handeln? Und was hat es auch mit Gefühlen zu tun? Denn ich erlebe das ganz oft in meinen Gesprächen mit den Frauen und auch im Außen mit verschiedenen spirituellen Ansichten, so diese Idee von, ich muss nur glücklich sein, mir den ganzen Tag sagen, ich bin glücklich, nicht mehr fühlen.
Ich darf vielleicht auch gar nicht wütend sein. Ich darf ja auch gar nicht traurig sein, weil wenn ich wirklich spirituell wäre, dann wäre ich ja quasi immer im Flow und immer im High und schweb rum oder so. Und da fehlt mir so sehr die Erdung zu dem Menschsein, dass wir Gefühle haben, dass das einen Grund hat, dass wir die haben, dass das Botschafter sind für unser eigenes Wachstum und es ist alles so meine Arbeit. Und dann saßt du eben da vorne und hast es so gesagt. Magst du mal da nochmal drauf eingehen zu deiner Haltung zum Thema Spiritualität oder was du glaubst? Was ist Spiritualität für dich? Ich meine, das ist ein Planet, ein Übungsplanet, meiner Meinung nach. Wir sind Ja. hier, weil es sehr spannend ist. Wir haben einen Körper, der uns unterstützt, uns hier ja, das Leben zu gestalten. Wir können relativ schnell viele Dinge machen und verändern. Also ich kann jetzt morgen meine Koffer packen und beschließen, ich schlafe unter einer Brücke von jetzt. Also Ja, wir haben sehr stimmt. viel schnelle Möglichkeiten. Es gibt sehr viele andere Mitmenschen, die uns unterstützen auf unserem Wachstumsprozess, indem sie uns zum Beispiel auch nerven. Das ist auch eine Unterstützung. Und es geht meiner Meinung nach darum, dass wir kommen ja aus der Unendlichkeit des Seins, wollten diese Singularität erleben, haben uns aus diesem Meer der Wassertropfen, wenn man so will, herausgelöst, um ein einzelner Wassertropfen zu werden. Also ich, Sabrina, dazu Mhm. brauchte ich einen Körper, dazu habe ich mir Eltern ausgesucht als Seele, die das vermitteln, zu was ich hier bin und was ich lernen und erfahren will. Und wir wollen alle Weisheit erfahren, weil das ist, was wir am Ende unseres Lebens wieder zurückbringen ins Meer an Kreativität und weil das ist, was wir gestalten. Und das hängt nicht damit zusammen, dass Spiritualität ähm, wird, ich glaube, es gibt zwei große Strömungen in der Spiritualität. Die eine große Strömung ist, ich will Trost. Mhm. Und wenn du Trost willst, dann willst du Trost. Dann willst du, dass dir Ja. jemand sagt, folge mir, alles wird gut, wenn du nur machst, was ich dir sage. Dann Mhm. geraten wir häufig in Abhängigkeiten. Und die Ja. andere große Strömung ist das Verständnis, okay, ich bin hier, ich bin ein kreatives Wesen, ich bin Mhm. eine unendliche Seele, die eine Ja. menschliche Erfahrung macht und ich kann was tun. Ja. Weil Genau. meditieren ist wunderbar und ich mache es selber regelmäßig zweimal am Tag, manchmal auch dreimal am Tag. Und es ist auch wichtig, die eigene Stille zu haben, aber wir müssen trotzdem was tun. Das kommt uns nicht zugeflogen in einem Wochenendkurs, durch ein Buch, durch ein sonst irgendwas, sondern ich muss es täglich üben. Und es ist wie ein Musiker, der sein Instrument beherrschen will. Ja. Damit ich gescheit Gitarre oder ich lerne gerade Ukulele spielen Mhm. will, muss Ja. ich das üben. Ja. Sonst wird das nichts. Und so ist es auch mit allen anderen Dingen. Und so ist es auch mit der Spiritualität. Ich muss in der Stille sein, machen und üben und dann mit meinen Mitmenschen nett umgehen. Und da, ja, gibt es ein paar Herausforderungen manchmal. Die Gefühle spielen da ja eine essentielle Rolle. Ja. Also die Tatsache, dass wir Mensch sind, dass wir in unserem Körper sind, der uns ja auch begrenzt und der uns weist und der uns den Weg führt. Und das Erleben von Gefühlen ist ja essentiell, um sich zu entdecken. Und da mag ich gleich direkt reingehen, weil ein Gefühl ist unglaublich wichtig und das versuche ich beizubringen den Frauen, mit denen ich arbeite und natürlich auch, dass sie es bei sich entdecken, damit sie es beim Kind entdecken, ist das Thema Mitgefühl. Also mitfühlend mit sich zu sein, mitfühlend mit dem anderen zu sein, um sich zu entdecken. Welche Rolle spielt Mitgefühl für dich im Rahmen der Spiritualität, im Rahmen der Selbstliebe? Ja, das ist ganz interessant, weil die meisten Gefühle reden wir uns ein. Ja. Das ist einfach Hm. wichtig zu wissen. Wir haben eine Viertelstunde Zeit, Viertelstunde wäre schön, eine Viertelsekunde Zeit, bevor es einem Gedanken ein Gefühl wird. Mhm. Also es gibt zwei Arten von Wahrnehmung. Das eine ist die Wahrnehmung, hier fühle ich mich nicht wohl oder hier bin Hm. ich zufrieden oder das ist angenehm oder ach, wie fröhlich da draußen alles ist. Also das sind so Wahrnehmungen. Und das andere ist Dinge wie, die Leute sind alle so grantig heute zu mir oder niemand mag mich
Mhm. oder die Welt ist schlecht und die Leute sind böse und ich bin sowieso viel gescheiter als die anderen. Also da können wir uns in Gefühle einreden oder Eifersucht und also viele, viele Dinge, die da mitspielen können. Und das muss man erstmal auseinandersortieren, finde ich. Also Ja. was ist eine Wahrnehmung, eine gefühlsmäßige Wahrnehmung und dazu habe ich meine Antennen Mhm. und was ist etwas, was ich mir einrede. Mhm. Und das Mitgefühl wird manchmal Kindern ausgetrieben, Ja. wenn sie schlecht behandelt werden. Also sie empfinden dann, oder auch Menschen, wenn sie älter werden und auch das erleben, empfinden sie sich so schmerzlich alleine gelassen, dass sie diesen Schmerz weitergeben wollen an jemanden. So Ja. fühle ich mich und ich will, dass du dich auch so fühlst. Mhm. Die Entlastung sozusagen. Genau. Und das ist, und dieses Mitgefühl zu, ich glaube, Kinder haben das natürlich, Mhm. also wenn der Frontallappen entwickelt ist, das dauert ja auch ein Genau. bisschen. Ja. Stimmt. Und, und dann hilft es natürlich zu sagen, was glaubst du, wie sich so und so fühlt, wenn das und das passiert, um dann das noch ein bisschen als Eltern noch mal ein paar Mal zu erwähnen. Und natürlich, das dürfen wir nicht vergessen, die Kinder lernen von uns in erster Linie. Ja. Sind wir mitfühlen? Wie reden wir über die Nachbarn? Denken wir, wenn wir Fernseh schauen oder irgendwas auf YouTube sehen, das sind ja alles Idioten, und teilen wir das lautstark mit? Ja. Oder wie denken wir über uns selber? Und das natürlich auch, und das hat aber auch damit was zu tun, wie unsere Eltern über uns gedacht haben. Und ich habe gerade eine interessante Studie gelesen über, über die Reihenfolge der Kinder, also erstes, zweites, drittes, viertes Ah. Kind, Mhm. was erwartet wird von den Kindern. Und bei den ersten wird oft erwartet, dass sie die unerfüllten Wünsche der Eltern erfüllen. Mhm. Ja. Das zweite Kind ist dann schon wieder so ein bisschen freier und kann kreativer sein, weil die erste muss da schon in die Verantwortung, wird in die Wunschprojizierung der Eltern gehen. Also das ist ein sehr spannendes Thema, gerade Eltern zu sein Ja. und sich darüber zu informieren, wie wir unsere Kinder gut aufbauen können und ihr intuitives Sein ja, behalten und fördern können und ihre Kreativität fördern, das ist eine große Aufgabe. Ja. Würdest du sagen, ich habe gerade drei Fragen gleichzeitig. Zum einen würde ich gerne wissen, was ist die Intuition? Das ist ja eine Frage, die du bestimmt schon oft gestellt bekommen hast. Die andere Frage just dazu ist, dass wir in Eltern-Kind-Beziehungen ja so stark konfrontiert werden mit Konflikten und mit unserem Kind aus dieser Beziehung, aus der ich auch nicht raus kann. Ich kann nicht sagen, weißt du was, Kind, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich beende jetzt diese Beziehung wie in einer Partnerschaft, sondern ich bin ja an mein Kind ganz anders gebunden. Kinder sind demnach für mich wahnsinnige spirituelle Lehrer, weil sie mich letztendlich durch den Konflikt, den wir haben, eine Botschaft, die da kommt, immer wieder zu einem Thema hinführen, das ja in mir lebendig ist. Mhm. Was kann, Bestimmt. ja, gerne? Nee, ich wollte, Ja, du warst fertig. ja, Ich wollte genau. noch ein kleines Wort eingefügt. Was kann ich von Kindern lernen? Was kann ich in meiner spirituellen Entwicklung als Mutter oder als Vater von meinem Kind lernen? So Das, würde ich, ja, ich glaube, das Erste, was wir lernen, ist aufmerksam sein. mhm. Ja, Du kannst ja beim Kind musst aufmerksam sein. Nicht nur, dass es nicht, zum Beispiel mein Enkelkind, ganz interessant, der ist 15 Monate, ich war dort und habe eine heiße Tasse in der Hand gehabt. mhm. Und meine Tochter sieht, wie mein Enkelsohn diese Tasse anfassen will und sagt zu mir, Mama, pass auf. Und dann sage Mhm. ich, ja, ja, aber er muss lernen, dass es heiß. Und dann habe ich ihn angeschaut, habe die Tasse angeschaut, habe meinen Finger hingetan und habe gesagt, heiß, Mhm. heiß. Und dann schaut er mich so an und dann kommt er mit dem Finger so vorsichtig hin und ich sage, heiß. Einfach nur vorsichtig, er darf ja hinlangen. Ja, Dann ist er so hin an die Tasse und muss natürlich warten, dann und bis muss es er ja kommt. spüren, Ja, dass es genau. heiß ist. Und dann heiß. Das ist heiß. Genau. Es ist ja nicht so, dass er sich verbrennt. Also er hat ja nicht mit Ja, seiner Hand auf eine heiße Herdplatte gelegt, mhm. aber mit einer Tasse, die heiß ist, da verbrennt man sie nicht, da passiert auch nichts. Aber er wusste ab da, was heiß ist. Wir kochen viel zusammen. Ich habe ihn dann da so auf dem Arm
Und wenn ich jetzt die Butter in die Pfanne tue, darf er die Butter in die Pfanne tun, aber meine Tochter hat auch einen Gasherd, da ist Feuer und dann sage ich, heiß. Und dann schaut er mich an und sagt, heiß. Ja, ja, lernen. Das hat er jetzt kapiert, was das für ein Gefühl ist. Und ich Ja. glaube, diese Aufmerksamkeit, für mich war Elternsein irrsinnig anstrengend, weil ich wollte es nicht so machen wie meine Mutter. Mhm. Ja. Und das heißt, dass ich diese ganzen Automatismen von lass das, pass auf, sei Mhm. vorsichtig, nein, das geht nicht, Mhm. ich mir abgewöhnen musste. Und das Ja. war sehr schwierig. Ich musste bei jedem, alles, was passiert ist, erstmal Den Schritt zurück machen zwischen Moment, Reiz und Reaktion. Genau. genau, Ja. um nicht zu reagieren. Und Ja, das habe genau. ich, und dadurch, dass ich mir dieses Nicht-Reagieren angewöhnt habe, um immer wieder darüber nachzudenken, wie möchte ich denn reagieren? Weil der Impuls so stark ist, so zu reagieren, wie man es gelernt hat und selbst gewohnt war. Mhm. Deshalb ist als Eltern die spirituelle Aufgabe in erster Linie Aufmerksamkeit zu sein. Und das ist auch, Aufmerksamkeit ist grundsätzlich eine große spirituelle Qualität. Was denke ich, was tue ich, was mache ich, wie gehe ich mit anderen Leuten um, wie fühlt sich mein Körper an, was brauche ich gerade, was brauchen Ähm, andere gerade, wo brauche ich meine Grenzen. Also das geht immer darum, dass du aufmerksam bist und nicht in dieses, das machen wir immer so, das haben wir immer schon so gemacht und Im Automatismus zu sein. dieser ganze Automatismus. Ja. Und das ist schwierig für ein Gehirn, weil das Gehirn, wie wir aus der Gehirnforschung wissen, liebt Automatismus. Weil Mhm. das Gehirn sagt sich, ich kann nicht jedes Mal drüber nachdenken, ob das richtig oder falsch ist. Ich habe Ja. einmal eine Entscheidung getroffen und dann mache ich das immer so. Ja. Also wir müssen quasi gegen den Wunsch des Gehirns arbeiten. Ja. Und neue Gewohnheiten damit etablieren. Genau. Also mit dem Gehirn neu lernen. Und Und dann das ist auch das aus sehr der leicht. unterbewussten Ebene in die bewusste Ebene bringen und sagen, oh Mann, jetzt fällt es mir erst auf durch meine eigene Beobachtungsgabe und Reflexionsfähigkeit und Aufmerksamkeit, dass ich überhaupt so reagiere. Ja, genau. Und das ist das Tolle daran, dass das Gehirn, und das ist das Faszinierende, es ist ja so lernfähig. Ja, Man muss es nur immer wieder wiederholen und wiederholen und wiederholen und wiederholen. Und bis es, zum Beispiel war ich früher sehr beleidigt oft. Das war eine meiner Angewohnheiten als Kind und habe ich lange in meinem Erwachsenenleben gehabt. Ich glaube, bis schätze ich mal 33, war ich sehr, sehr schnell und sehr oft beleidigt. Und das habe ich mir abgewöhnt. Ich bin überhaupt nicht mehr beleidigt. Ich weiß, kann mich kaum mehr erinnern, wie sich das angefühlt hat. Aber das war ein langer Prozess, aus diesem Beleidigtsein rauszukommen, weil das so eine Gewohnheit von mir war. es war aber, wenn wir kurz darauf eingehen, beleidigt sein war ja für dich dann eigentlich auch, und was heißt eigentlich, es ist eine Art von Schutzmechanismus, den du dir antrainiert hast, aufgrund deiner Erfahrungen, die du in der Kindheit gemacht hast. Ja. Also Aber eben auch, ich wollte den Leuten auch zeigen, ich, ich war nicht in der Lage zu sagen, wie man mit mir umgehen soll und das einzufordern mhm, und auch meine Grenzen zu setzen, mhm, sondern ich wollte ihnen auf eine andere Art und Weise zeigen, dass ich unzufrieden mit ihnen bin. ja. Und manchmal Das ist die merken die Art der Leute, Kommunikation gewesen letztendlich, ne? ja, Deine und Art der Kommunikation. Ja. ja. Oh, Wahnsinn, oder? Was wir uns aneignen. Was ist denn, meine erste Frage, was ist Intuition und wie kann ich letztendlich das Vertrauen in mir fördern, meinen Weg zu gehen? Also mich leiten zu lassen, im Vertrauen zu sein, dass die Dinge, vor allem wenn ich jetzt auch Thema Krisen noch anspreche, Konflikte anspreche, dass das alles gut ist für mich oder dass das alles einen Sinn und Zweck hat. Ja, das wäre super schön, wenn wir da einen Vertrag kriegen würden, wo es hieß, wenn du Mhm. das und das machst, geht es garantiert nicht in die Hose und du wirst garantiert Mhm. erfolgreich sein. Das ist aber nicht, der Sinn und Zweck von Erfahrungen sammeln ist nicht zwangsläufig das gewünschte Ziel. Der Sinn und Zweck von Erfahrungen sammeln ist die Erfahrung. Und je flexibler wir sind, desto gesünder sind wir. Mhm. Gibt auch, ich liebe ja Gehirnforschung, das ist auch Ich eine der auch. neuesten Untersuchungen daraus, dass die Gehirnforschung sagt, wenn wir in der Lage sind, schnell zu reagieren, Sachen loszulassen, mal das ganze Leben umzukrempeln Mhm. und nicht so hängen In Gewohnheiten.
Gewohnheiten, dann bedeutet das, dass unser Gehirn sehr schnell reagieren kann. Das ist wie ein Muskel, der dehnbar ist. Und das ist ein gesunder Muskel, wenn er dehnbar ist. Und das ist dasselbe mit uns als Persönlichkeit. Das ist eine gesunde Persönlichkeit, wenn sie in der Lage ist, sich zu bewegen, zu dehnen, andere Persönlichkeiten anzuhören, andere Meinungen zu akzeptieren. Es muss nicht zwangsläufig meine eigene sein, aber das ist ja die Herausforderung bei solchen Sachen. Und das ist das Spannende daran, dass wir zu einem Punkt kommen, wo wir erkennen, dass jede und jeder von uns seine eigenen Erfahrungen macht und aufgrund seines Seelenwegs. Mhm. Also die Intuition, darauf zu hören, das ist eine leise innere Stimme. Und dazu müssen wir in die Ruhe kommen, die hören wir sonst kaum. Mhm. Und diese leise innere Stimme ist oft der erste Impuls, Ja. etwas zu machen. Und das wird dann aus dem Gehirn ausgeredet, nee, das können wir doch nicht machen, das kann ich doch nicht. Was denken denn die anderen? Was denken denn die anderen? Und das ist eine Übungssache. Je mehr wir uns darauf verlassen, also ich höre auf meine Intuition so ungefähr zu 98%. Und die 2%, die kriege ich nicht weg. Und das ist sehr lustig, weil immer dann, wenn ich doch nicht etwas tue, wo meine Intuition mir was gesagt hat, das sind in der Regel Kleinigkeiten. Also das hat das Niveau von, hätte ich doch den Regenschirm mitnehmen sollen, an den ich. Okay, das ist Das sind irrelevant sozusagen. keine lebensnotwendigen Dinge. Das sind nur so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, ja, ja, genau, da war doch ein kurzer Impuls vorher. Oder zum Beispiel, ja, also ein Beispiel vorgestern war ich zu Fuß unterwegs und da sagte die Intuition, schau doch mal, ob du genügend Geld in der Tasche hast. Und ich hatte noch 25 Euro oder so und dann dachte ich, das wird nicht reichen, ich glaube, ich sollte noch 50 mitnehmen. Und bin dann spazieren gegangen und kam zu einer Radelauktion, zu einer gebrauchten Radelauktion und zum gebrauchten Radlverkauf bei uns im Ort. Und da gab es, ich brauche immer so Fahrräder für Gäste, und da gab es ein Fahrrad für 45 Euro. Gibt's nicht, ja. Und ich habe mir meine 50 Euro nicht mitgenommen, wie meine Intuition das Gefühl, ich sollte vielleicht doch ein bisschen Geld mitnehmen. Also musste ich nochmal extra zur Bank, die Gott sei Dank auch bei mir im Ort ist, latschen, musste das Geld holen und wieder zurück. Aber Ja. ich musste lachen während dieser Zeit, weil ich gedacht habe, ja, das hätte ich mir sparen können, den Weg. Sabrina, ich finde das beeindruckend, weil für mich ist es tatsächlich eine totale Herausforderung, diese anderen Stimmen in meinem Kopf, die dann ganz analytisch argumentieren und die vielen Stimmen, die sonst noch so da sind, wirklich wegzuschieben und in der Stille zu sein und diese Intuition oder die Stimme, die mich führt und die es doch eigentlich die ganze Zeit laut eigentlich schreit und es besser weiß, dann wirklich den Nee, Raum sie zu schreit eben geben. nicht laut. Die schreit nicht laut. Sie schreit nicht laut. Und ich Ja. glaube auch, du hast vorhin einen Satz gesagt, jetzt schaue ich mal, ob ich den nochmal herkriege. Die schreit nicht laut und was hast du vorhin gerade gesagt? Mir fällt gerade das Bild von den Puzzleteilen ein, dass man rückblickend erkennt, dass eigentlich alles so seinen Weg hatte. Und wenn Ja, man an dem Punkt quasi steht, zu wissen, rückblickend hat alles seinen Sinn gehabt, dann fällt es mir leichter, nach vorne hin zu vertrauen und eben dieser Stimme diesen Raum zu geben auch. du hast vorhin noch was anderes gesagt, das fällt mir vielleicht später ein. Ja. Zum Thema Intuition, was sehr spannend ist, weil diese Sicherheit, es geht ums Ausprobieren, und die Sicherheit kommt, je mehr du ausprobierst und feststellst, es funktioniert. Aber Mhm. das muss man, also es kann dir niemand geben. Das entsteht nur und ausschließlich aus Erfahrung. Mhm. Man kann es einem Kind auch nicht beibringen, sondern das Kind muss es erfahren. Deshalb sind wir auf diesem Planeten, um es zu erfahren. Du musst erfahren. Es ist genauso wie Ja. schlechter Ach, Sex. voll gut. Als Ja. Beispiel. Ja. Da hast du mit ein paar Männern geschlafen und dann Ja. erst dann kannst du entscheiden, Wie es wer sich weiß, was angefühlt er hat. tut, Ja. wer weiß, was er tut und wer weiß es nicht. Ja. Das weißt du beim ersten Mal nicht. Da hast du keine Ahnung, wie das geht. Da musst du erstmal, fühlt sich das gut an, fühlt sich das nicht gut an, traue ich mich was zu Ja. sagen, ist das normal, ist das nicht normal? Du hast Ja. keine Und Ahnung.
Und erst mit der Zeit erkennst du deine eigene Sexualität, deine eigenen Worte, das, was du willst und was du nicht willst und erforscht bestimmte Dinge. Und das Ja. wird besser, je älter du wirst, weil du mehr Erfahrung hast. Und wenn du was dazugelernt hast, dann sagst du auch, was du nicht willst. Mhm. Suchst dir auch Partner aus, die da sehr viel sensibler sind, als einfach nur, wie hieß es früher, so schön drauf auf die Mutter. Ja. Mhm. Also das ist keine erfüllte Sexualität. Aber die kann man sich nicht man kann ein bisschen was dazu lesen, ja klar, das kann man schon, aber man muss es dann schon noch ausprobieren. Für die Eltern-Kind-Beziehung kommt mir da gleich wieder dieses Bild eben von, wir begleiten die Kinder. Wir müssen ihnen den Raum geben, diese Erfahrungen zu machen, die sie im Leben machen und sie dann mit Liebe darin begleiten. Das heißt auch natürlich dieses Fehler machen, scheitern, traurig sein, dass es nicht funktioniert. Sie da ernst nehmen in dem, was sie gerade erleben, ernst nehmen in dem Gefühl, das sie haben, damit sie daraus lernen können und es ein Teil ihrer neuen Erlebniswelt letztendlich wird. Das finde ich schon auch. Ich bin ja nur auch ein sehr großer Fan von Grenzen. Ja, Ich finde, dass ein Kind, gerade wenn es zu frei ist, dann wappelt es so rum. ja. Dann gibt's keine Keinen Rahmen. Rahmen, in dem ich mich Ja, bewegen kann. Und das ist, glaube ich, nicht gesund. Und auch Kinder als Mini-Erwachsene zu betrachten, das ist auch nicht ein Wesen, das auf die Welt kommt, kommt alleine schon mit seiner DNA von Aspekten von den Großeltern, von den ja, Urgroßeltern, von den Ururgroßeltern. Und die ja, kommen und die poppen hoch, dann die eigenen Seelenerfahrungen, die hochpoppen, das, was das Wesen mitnehmen will. Und dadurch entstehen auch bestimmte Herausforderungen, die wir ja. haben. Deshalb sind ja manchmal Kinder weiser als die Eltern, Mhm. um sie da nochmal weiterzubringen. Und gerade in der Teenagerzeit ist es eine große Herausforderung für viele von uns, Ja. dafür zu sorgen, dass die Kinder das auch überleben Mhm. Ja, in stimmt. der heutigen Zeit, die sehr viel komplexer ist als die früheren Zeiten. Ja, das ist die Differenzierung zwischen grenzenloser Freiheit oder Freiheit in Grenzen. Ja, Also ja, genau, sehr schön, ja. ja, also den Kindern Freiheit in Grenzen geben, ihnen einen Rahmen zu geben. Ich gebe dann immer so dieses Bild, dass ich sage, es ist wie ein Bilderrahmen und in diesem Rahmen können sich die Kinder bewegen und sie brauchen aber letztendlich diese Führung von außen und diese Begrenzung zu wissen, wie kann ich mich in dieser Welt bewegen, weil ich Ja, komme ja quasi neu ja. hierher. Und Kinder lieben Regeln, weil dann wissen sie, das geht und das geht nicht. Und danach Genau. können sie orientieren. Und wenn du kein Regelwerk mitgibst, dann ist es so, wie wenn du in ein fremdes Land gehst und du keine Ahnung hast, Ja, was ist genau. eine Straßenbahn, was ist ein Ja, Fußgängerüberweg, wo ist eine Ampel, muss ich da absolut. stehen bleiben? Das ist schon wichtig für eine Gemeinschaft auch, die Bedürfnisse anderer Menschen zu erkennen. Da sind wir wieder bei dem Mitgefühl. Ja, Sondern auch zu sagen, nee, du kannst jetzt nicht im Flugzeug oder im Bus hinten mit den Füßen auf die Lehne von deiner Vorderfrau oder Vordermann anstupsen. Nein, das ja, geht nicht. Sorry. Da musst du aufhören ja. und durchsetzen. Nicht mit Gewalt, aber ich muss es auf andere Art und Weise durchsetzen. Ich habe vorhin, als ich joggen war, Sabrina, hatte ich einen Gedanken, weil meine ganze Runde ging nur zum Thema Mitgefühl. Ich weiß gar nicht, wie es entstanden ist. Und dann kam mir so bergab laufend durch diesen Trail, bei dem ich unterwegs war, kam mir plötzlich, ist Mitgefühl die Praxis, ich versuche es mal ganz analytisch darzulegen, die Praxis eigentlich aus dem Erleben von göttlicher, bedingungsloser Liebe. Habe ich mir gedacht, ich muss das aufschreiben. Ich habe mein Handy rausgezogen, habe es aufgeschrieben und ich möchte diese Frage dir stellen. Ich erlebe nämlich natürlich die Frauen, die zu mir kommen, die kommen ganz oft, weil sie einen Konflikt haben oder weil sie in einer Krise sind. Meistens ist es der Konflikt mit dem Kind, der die Handlung dann macht, zu sagen, ich will was verändern. Ich will nicht mehr so ich will mein Kind nicht anschreien, ich will keine Gewalt mehr anwenden bei meinem Kind. Ich bin gar nicht so die Mutter, die ich sein will. Ich hatte gestern erst wieder ein Gespräch, da war das genau der Fall. Und Mitgefühl dann mitfühlend sein mit sich. Das ist ja so ein großes Thema in diesem Moment. Ich sage, okay, da war was in mir lebendig, das war so nicht in Ordnung. Thema inneres Kind und Erfahrung, ne, das, was ich alles so in mir habe. Ich bin mitfühlend mit mir. Und die Stimme des Mitgefühls, das waren dann all die Gedanken, die ich jetzt dir jetzt so mitgebe, war dann, das Mitgefühl in mir ist ja eigentlich, die sagt, wie kann ich dir helfen? Ich bin für dich da. Du kannst jederzeit auf alle Ressourcen zurückgreifen, die hier zur Verfügung stehen für dich.
Und da dachte ich mir, ist das nicht eigentlich diese bedingungslose göttliche Liebe? Ist das Mitgefühl auf Erden, das ich empfinde, der Strom zu Gott oder zum spirituellen Größeren, zu dem Gesamten, zu dem Meer, von dem du vorhin erzählt hast, aus dem wir uns quasi speisen? Also ich glaube, alles hat damit zu tun, dass es uns erinnert, dass wir Teil eines Ganzen sind. Ich Mhm. lese gerade ein Buch von Aborigines, das heißt Sand Talk. Mhm. Da geht es um eine ganz andere Art der Betrachtungsweise. Und das ist sehr spannend, weil es Ja. eben in vielen Dingen eine andere Art der Betrachtungsweise ist. Mhm. Und ich glaube, das Mitgefühl für uns selbst auch, was ja sehr wichtig ist, wenn wir kein Mitgefühl für uns selbst haben. Und meistens wurde das nicht akzeptiert, sondern Ja. wir mussten ja, also meine Generation war noch eine sehr starke Generation, die gehorchen musste. Ja. Also du darfst nicht auf dem Rasen spielen, Erwachsene haben immer recht, Sei da nicht so laut, sei nicht so laut, da hör gab auf es zu auch weinen. Ja. Klöpfe auf die Finger mit dem Lineal. Also da waren ein Haufen Sachen, die nur damit zu tun hatten, zu funktionieren, was ja auch die Generation, die Hitler-Generation, die Kinder erleben mussten und natürlich auch die Arbeitgeber, die funktionierende Arbeitnehmer haben wollten. Und das Ja, genau. ändert sich ja massiv Gott sei in Dank. unserer Welt. Und da passieren ja auch sehr viel mehr Dinge, wo Menschen genauer hinschauen, weil wir auch so vernetzt sind. Und das Mitgefühl für ein Selbst hängt viel damit zusammen, ob ich das, was ich bin, auch schätzen kann, ob ich mich Mhm. mag. Ja. Und Mhm. ich mag mich halt einfach auch nur, wenn ich Dinge tue, die ich auch bei anderen Menschen schätze. Also wenn ich dauernd lüge oder wenn ich dauernd betrüge oder wenn ich rumschreie oder wenn ich hysterisch bin oder wenn ich hintenrum Stories erzähle, die nicht wahr sind, dann gibt es einen Aspekt von mir, der das nicht respektieren kann. Ja. Außer ich halte mich für sehr viel klüger, und das ist dann eine Krankheit, eine sehr viel klüger als alle anderen und führe sie vor. Schau Aha. mal, wie Ja. toll ich bin. Ah, ja. Trotz allem fühlt man sich alleine, weil man sich ja niemandem mitteilen kann. Und erst dann fühle ich mich geliebt und liebe ich mich selber, wenn ich keine Geheimnisse mehr habe. Mhm. Die Seele mag keine Geheimnisse. Und dieses nicht Geheimnisvolle ist das, was dann, da erkennt man dann den eigenen Wert. Und wenn die Eltern das den Kindern beibringen, du bist es wert, selbst wenn du anders bist als ich, andere Talente hast als ich, Dinge anders siehst als ich, du Mhm. wirst trotzdem wertgeschätzt. Geben wir unserem Kind schon mal was mit. Aber trotz allem braucht er nur in der Schule 5 Kinder vom Schulhof sagen, du Ja. bist ein Depp, dann Ja. ist Mama und Papa sagen, wird schon verschoben. Aber das ist ja was es braucht. Die Lernfähigkeit zu sagen, und sehr viele berühmte Künstler haben das und erzählen uns das. Sie wurden in der Schule gemobbt, sie waren Ja. anders als die anderen, sie passten nicht dazu und haben dadurch eine gewisse Stärke entwickeln müssen, um sich durchzusetzen. Und ihr selbst zu leben Genau. damit. Und das haben sie probiert und gemacht und getan und es war nicht einfach. Ja. Ich war früher mal Fernsehmoderatorin und ich bin zum Fernsehen gekommen, also auf Umwegen. Ich habe auch kein Abitur, mein Vater hat mich von zu Hause rausgeschmissen, war Alkoholiker. Und man geht in die Öffentlichkeit und zum Fernsehen, weil man geliebt werden will. Ah, spannend. Ja, Mhm. jeder, der in die Von Öffentlichkeit geht. außen sichtbar zu sein, Von letztendlich. außen, du bist sichtbar, du bist was wert, weil andere Leute dich anschauen und dich schätzen und du fühlst dich dann Ja. irgendwie, bis du feststellst, die Hälfte der Leute lieben dich und die andere Hälfte kann dich nicht ausstehen. Ja, so ist ganz normal, gell? So ist sogar mehr wahrscheinlich. Das hat mit dir nichts zu tun. Das heißt, es ist das An Ego, das irgendwie. befriedigt werden will in dem Moment. Ja. Genau. Und das innere Kind, das auch getröstet werden will. Ich bin Ja. doch da, seht mich doch, ich bin doch wichtig. Und das muss man erst einmal dann verstehen und dann muss man umgehen lernen mit diesem Widerstand und Mhm. und das war sehr schmerzlich für mich. Also Das glaube ich. wenn ich schlechte Kritiken bekam für irgendwelche Sendungen. Einmal hatte ich eine Doppelseite im Münchner Merkur nach einem Grand Prix, da stand drauf, so nicht, Frau Lallinger. Da bin ich, glaube ich, 4 Wochen lang nicht aus dem Haus gegangen. Ich habe mich so geschämt.
Ich habe tagelang geweint und habe mich überhaupt nicht mehr eingekriegt. Weil man, in dem Moment, wo man in die Öffentlichkeit geht, da gibt es einen Gegenwind. Ja, Und je öffentlicher du bist, desto mehr Gegenwind gibt es. ja, Und manchmal wird es eben, man kommt man leichter damit klar und ich möchte heute kein Politiker sein. ja, Mit das stimmt. den Bedrohungen, die Ja. politische Menschen da haben. Es ist Und, erschütternd, was ja, und wir. auch im Rahmen von Social Media kann ja jeder anonym seine Kritik äußern aufs Derbste, ohne sein Absolut. Gesicht zeigen zu müssen. Ja. Genau. Und bei Social Media ist es so, dass die Leute, die schreiben, die führen quasi ein Selbstgespräch. Mhm. Die andere Person ist nicht Ist da nicht da? Ja, genau. Mhm. eigentlich, sondern die reden ja, oh, das sieht aber scheiße aus, oh, das sieht aber toll aus, oh, das ist ja dumm, Alter, das ist ja Mhm. blöd. Aber da wird einfach nur was raus, ein, ein Gedankengang, der nicht überlegt wird einfach Gekommen. herausgeschrieben, ohne zu erkennen, wo das landet. Ohne Und da, Mitgefühl zu sein für das, ja, was diese Worte bewirken können beim anderen. genau. Und das ist sehr schwierig für Menschen. Und dadurch entsteht, und dass der Lernprozess ist als Seelenlernprozess, die Erkenntnis, dass wir uns auf uns selbst verlassen müssen und einen Kreis aufbauen an Freunden, die wir schätzen und die uns schätzen. Und wir müssen es nicht allen recht machen. Was kann ich denn tun, um das zu trainieren? Weil wir sind hier, um Erfahrungen zu machen. Ich muss es üben. Wie Ja, kann ich musst das du trainieren, dass ich mich auf mich verlassen kann, dass ich mit mir verbunden bin, dass ich mit einer Gesamtheit oder mit dem Ganzen verbunden bin? Was kann ich denn da machen? üben. Wie? Das Üben ist ganz einfach. Du machst die Sachen, die du machst und Mhm. vertraust darauf, dass das so ist, wie du das machen willst. Ja, Und wenn Widerstand kommt, der kommt, dann erkennst du trotzdem, ja, ich sehe ein, dass das für manche Leute nicht richtig ist, aber ich mache das halt so. das bringt mich auf einen total spannenden Gedanken. Den habe ich gar nicht jetzt, also ich sage ihn dir, zum Thema Konkurrenz und Wettbewerb. Wenn Ja, ich quasi mir vertraue und weiß, ich bin aus diesem Meer, ich bin dieser Tropfen, der hier ist, um bestimmte Erfahrungen zu machen, dann kann es keinen Wettbewerb geben und keinen Konkurrenzkampf geben, weil ich bin hier aus einem Grund für meine Seele. Meine Seele führt mich, etwas Bestimmtes zu erfahren, etwas Bestimmtes zu erleben, das sich zwangsläufig von allen 8 Milliarden anderen Seelen unterscheiden muss. Richtig? ja, ja, Mit dem Wissen alleine müsste ja eigentlich in uns drin der Berg an Vertrauen immens sein, weil ich weiß, nur ich bin hier, um diese Erfahrungen zu machen und zu erleben. Und doch fällt es uns so schwer. Warum ja. fällt es uns trotzdem so A, schwer? ist es den meisten nicht klar, das Mhm. muss man einfach so sagen, dass sie einzigartig sind, Mhm. sondern wurde einfach beigebracht, sie sollen sich anpassen, gefälligst. Ja, Weil die Einzigartigkeit ist gefährlich und das ist sie auch zu einem gewissen Grad. ja. Weil du damit, wenn das nicht normal ist, Mhm. du damit Kritik heraufbeschwörst. Du bist vielleicht auch deiner Zeit voraus. Ja, Ist, also du bist eben nicht normal. Und normal heißt, du fällst nicht auf. ja. Du fügst dich. Du Du bist fügst, gehorsam in irgendeiner Form. genau, du bist brav Ja, und still und machst, was man ja, von dir erwartet, bist natürlich sau unglücklich, weil da ist kein Mensch glücklich, wenn er brav und still ist und macht, was er ja, erwartet. Aber du hast das Gefühl, es ist eine Verpflichtung, weil dir auch ein bestimmter Mut abtrainiert wurde, weil Kinder sind ja mutig, die sind ja neugierig. Mut kommt ja, ja aus der Neugier und die sind ja ja. neugierig. Dann wird dir Mhm. dauernd gesagt, das darfst du nicht, das kannst du nicht, das machst du nicht. Und dann, wenn eine sehr starker Widerstand ist, dann zerstört er diese Neugier, diese kindliche Neugier. Und dann bist du still. Dann denkst du dir, okay, ich muss mich ruhig verhalten, was als Kind manchmal lebensnotwendig ist. Ich muss mich ruhig verhalten, damit mir nichts passiert hier. Weil wenn ich mich laut verhalte, zum Beispiel meine mittlere Schwester war immer sehr laut, die ist am meisten von unserem Vater geschlagen worden. Wahnsinn, okay. Ich war die ruhigere, die Ist nicht Vorsicht aufgefallen. Mhm. und bin nicht so viel aufgefallen. Also das, und meine jüngere Schwester war einfach sehr viel, mm. Und ich wollte sie immer runterdrücken, weil wir wussten, das ist gefährlich. Also
das ist manchmal, und das ist auch die Aufgabe auf diesem Seelenweg, diese Sachen, die in unserer Kindheit so gelaufen sind. Ich habe mal einen Artikel geschrieben, der heißt Die Vorteile einer unglücklichen Kindheit, weil das ist ein Vorteil zum Teil. Und jeder von uns hat in irgendeiner Form Probleme gehabt in der Kindheit. Ja, Und das sind eine Herausforderung, da das aufzuräumen, durchzugehen, zu schauen, aha, so haben die das gemacht. Solch eine Mutter will ich nicht werden. ja, Und dann beginnen wir im kreativen Prozess uns umzuschauen, wie kann ich denn eine andere Mutter werden? Was für eine Mutter hätte ich denn gern gehabt? Und ja, wie weit entfernt bin ich von diesem Ideal? Und dann beginnst du mehr Vertrauen in dich zu haben. Ja, ich war eine gute Mutter. Ich habe mich auch sau angestrengt. ja. Ich habe Ich auch habe mich sehr bemüht. viel Ne? gelesen, ich Ja. habe sehr viel geübt. Ich habe meine Tochter, die hatte dreckig sein dürfen, die durfte Mhm. spielen. Wenn Kinder zu Besuch kamen, dann sagten die immer, meine Mutter würde das nie erlauben, weil wenn es Den geregnet Satz hat, kenne ich auch, ja. durften sie im Bad spielen und von oben ist und verdreckt werden. All die Dinge, die ich nicht durfte. Mhm. Oder wenn was runterfiel, eine Milchdings, dann haben wir, das war eine Katastrophe bei uns zu Hause. Und dann hab ich gesagt, okay, jetzt liegt die Milch schon auf dem Boden. Jetzt das ist jetzt ein Milchsee, jetzt lass uns ein paar Schiffchen bauen. Dann haben wir Oh, Schiffchen Sabrina, du bist toll. Ich danke dir. und haben mit dem Milchsee Oh, gespielt und dann haben wir Wattebäuschen genommen und geblasen auf den Milchsee und dann waren wir fertig mit dem Milchsee spielen und dann haben wir den Milchsee aufgeräumt und dann haben wir so geübt, wie kann ich so diese Milchflasche gescheit halten. ja. Aber das musste ich mir anlernen, weil von mir zu Hause kam das nicht. Sabrina, da braucht es einen Durchbruch und einen Ausbruch auch aus gesellschaftlichem Denken, um dorthin zu kommen. Wie viele Mütter hätten in diesem Moment überhaupt gar nicht die Geduld, die Ruhe und den Raum und die Zeit oder geben sich das natürlich nicht, sondern würden gleich wegwischen, statt diese Lehre, die du in diesem Moment gemacht hast, dieses Miteinander. Wir scheitern, wir machen Fehler, wir können was Neues daraus kreieren, wir können was Neues daraus lernen. In dieser kleinen Situation des Alltags, die du da gerade beschrieben hast, da sind ja 50 Erkenntnisse für ein Kind rausgegangen, wie man Jetzt, miteinander gestaltet, wie man damit umgeht. Das ist unglaublich, ja. Aber weißt du, so ein Kind kommt ja mit seinem eigenen Ding. Es ist ja kein unbeschriebenes Blatt, so ein Kind. Ein Kind ist niemals ein unbeschriebenes Blatt. Das Gehirn ist zwar erst zu 20% entwickelt, wenn es aus Ja, dem Bauch genau. kommt, Ja. aber die anderen 80%, da spielen auch Sachen rein. Zum Beispiel, meine Tochter will immer alles perfekt machen, obwohl ich Mhm. über Jahre jede Zeichnung, die sie einmal gemacht hat und die ihr nicht gefallen hat, hat sie zerknüttelt und weggeschmissen. Dann habe ich sie wieder rausgeholt, habe sie wieder aufgemacht und habe gesagt, okay, jetzt schauen wir, was könnten wir denn daraus noch machen? Immer und immer wieder, über Jahre habe ich das gemacht. Ja. Immer wieder hat sie es zerknüllt und weggeschmissen. Und irgendwann mal hat sie es dann genommen und gedacht, okay, da könnte ich jetzt noch was draus machen. Und ich, okay, das habe ich jetzt, glaube ich, So viel 3 Jahre aus dem Papierkorb geholt. Und trotzdem ist es aber eine Sache für sie, die ihr nicht leicht fällt. Mhm. Und das ist die Herausforderung, dass wir schon akzeptieren, das ist nicht alles immer die Schuld der Eltern. Die Kinder Ja. haben ihren eigenen Lebensweg und müssen ihre eigenen Erfahrungen sammeln. Zum Beispiel bei uns zu Hause wurde nicht gelogen. Meine Tochter kam ins Internat, da war sie 16, da kamen wir zurück nach Europa und sie wollte, weil sie Einzelkind war, mit anderen Kindern zusammenleben. Und dann war Internat die einzige Möglichkeit. Okay. Und dann, weil ich war zu alt, um noch Kinder zu kriegen, wollte auch keine mehr. Und sie war schon 16 Ja. und ist dann dorthin und rief mich entsetzt an nach 5 Tagen und sagt, Mama, die lügen alle. Er hat, weil sie so gewohnt war, einfach immer alles erzählt, weil es gab keine Geheimnisse. Ja. Sie wusste das nicht. Und dann sagt Mama, ich kann das nicht so machen hier. Das geht hier nicht. Ich muss ich hier anders machen. Und dann habe ich gedacht, okay, hier ist meine Idee von, wir sagen immer die Wahrheit und sind offen. Und So viel zum Thema Anpassungsfähigkeit, gell? Meine Tochter ist 16 im Internat und sagt, das war eine scheiß Idee. Also, Wie hat sie und es denn für sich dann gelöst? ja, sie hat halt wie die anderen Kinder auch, Irgendwas erzählt? was die anderen Kinder machen.
Ja, klar. Also anderen 16-Jährigen sind ja keine Ja, Kinder mehr, sind ja ja. Teenager. Aber ich meine nur, weißt du, wir versuchen so viel und manches ist einfach auch in dem Kindheitsrahmen und dem Seelenweg der Kinder beinhaltet. Das ist nicht, wir formen nicht, wir begleiten nur. Ja, Wir genau. können zerstören, das können wir. Ja. Aber wir können etwas, was da ist, nur fördern. Aber ob es dann kommt, zum Beispiel meine Tochter hat eine wunderschöne Stimme. Wunderschöne Stimme. Mhm. Findet sie nicht. Okay. Ja, Kann dir gar nicht sagen, seit 33 Jahren sage ich, ihr seid eine wunderschöne Stimme. ja. Und du hast auch Improvisationsgesang studiert, gell? Du kannst es auch Ja, noch ja, also ich teilen, kenne so mich aus mehr mit fachmännisch. Und es gab auch zum Beispiel so eine Sache, weil wir gerade über Kinder sprachen. Amerikanische Eltern, du bist ja gerade in Amerika, Ja. haben die Angewohnheit, also alles über den grünen Klee zu loben, wenn ihre Kinder irgendwas Mhm. machen. Das ist ja super, das ist ja toll, das ist großartig. Good job. Good job, fantastic. Meine Tochter kam und gab mir was, das war eine Hausaufgabe und da hat sie gerade so ein bisschen schlampig, musste sie was basteln, ich weiß nicht mehr, es war irgendein Projekt, das gemacht werden musste. Und dann zeigte sie es mir und sagte, boah, das ist ein toller Anfang. Und sagt sie, Mama, das ist fertig. Und sage ich, das ist fertig? Sage ich, das ist aber, sieht für mich noch nicht ganz fertig aus. Dann sagt sie, kannst du nicht so sein wie andere Eltern, die einfach immer sagen, dass es toll ist. Dann sage ich, ja, dann weißt du doch gar nicht, wenn ich was wirklich toll finde. Ja. Oder wenn ich einfach nur sage, das ist toll, nur damit du Ruhe gibst. Dann sage Mhm. ich finde es ein guter Anfang. Du, ich weiß, was die Hausaufgabe ist. Da fehlt es noch an einigem und ich würde sagen, nimm es wieder zurück und mach's fertig. Dann ist so grummelig damit abgezogen. Aber da sind wir Deutschen auch, da wurde ich oft als brutal angesehen. Mhm. Eigentlich in der Authentizität, in der Ehrlichkeit, brutal in der Ehrlichkeit, wie du es Ja, empfindest. aber Ja. ist für amerikanische Eltern ganz schwierig, solche, die machen das immer durch die Blume. Das ist ja interessant und so toll hast du das schon gemacht. Ja, großartig. Ach, du meinst, es ist fertig? Ja, okay. Mhm. Statt ehrlich zu sagen, mir gefällt es nicht, aber dir darf es trotzdem gefallen, das würde ja wieder genau diese Gleichheit machen. Du darfst so sein, wie du bist, du darfst es so malen, wie du bist und du darfst es schön finden und ich muss es aber deswegen nicht toll finden. Ja, Ja, ich fand halt, da war ich auch ein bisschen vorsichtig, weil ich wollte ja etwas nicht sagen, ich finde es hässlich, wenn sie ja gerade im klar. kreativen Prozess Die, ist, sondern Die Mühe sehen, ja. suchte, ich habe oft nach Wortwahl gesucht, bevor ich in eine Situation kam oder wenn ich in eine Situation kam Ja, zum ersten Mal, habe ich mir überlegt, was kann ich in Zukunft, wie kann ich das in der genau. Zukunft haben, Ja. um es besser zu handhaben. Und deshalb habe ich mir damals überlegt zu sagen, das finde ich ist ein sehr guter Anfang. Ja. Und ich habe meiner Tochter zum Beispiel auch mal damals, schreibe ja Bücher und sie hat einen Mhm. Aufsatz geschrieben und dann sage ich, ja, der muss jetzt nochmal korrigiert, dann nochmal überarbeitet werden. Ja, wieso, der ist fertig? Und dann habe ich ihr meine Manuskripte gezeigt und sage, schau, wenn ich ein Buch schreibe, dann lese ich das ungefähr, arbeite ich das mindestens 10-mal durch, Ja. wenn nicht 15-mal. Ja. Und die ersten Kapitel werden gelesen von mir und korrigiert von mir ungefähr 30-mal, Mhm. bis das fließt. Und dann habe ich ihr gezeigt, schau, das streiche ich durch, das tue ich weg. Da bin ich sorgfältig mit der Wortwahl, weil die Leute lesen das. Da musst du sehr sorgfältig sein, was du schreibst, noch dazu in meinem Beruf, weil Ja. es hat eine bestimmte Wertigkeit. Ja, und Worte haben eine unglaubliche Kraft. Genau. Und dann hat sie zu mir gesagt, so machst du das, ich mache das anders. Sabrina, Ja, ich nehme einen unglaublichen Haufen an Stolz an dir jetzt gerade im Moment auch wahr. Du bist wirklich eine stolze Mama auch. Darfst du ja, auch ich habe sein. das dann mal, ja, ich Ja. finde, stolz bin ich nicht, weil der Stolz ist so eine von oben nach herabschauend. Stolz ist Ah, immer okay. ein Zeichen Findest von, du? Ja. ja, ja, ein Zeichen von, Mhm. ich setze mich über dich. Man kann stolz auf sich selber sein, das Mhm. schon. Aber eine andere Person, die stolz auf mich ist immer so von der oberen Mhm. Haltung nach Ja, unten. jetzt weiß ich, wie du es meinst. Ja. Und deshalb sage ich bin beeindruckt Mhm. von ihr und das bin ich.
Aber ich bin auch zum Beispiel keine stolze Oma, weil ich habe mit dem Oma-Sein gar nichts zu tun. Ich habe weder das Kind gemacht, noch habe ich es aus meinem Körper getragen. Also wenn sie dann gratuliere zur Oma, sage ich jedes Mal, Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. wozu nochmal? Was? Sabrina, du hast einen Podcast, Sinn und Sein. Wir sind Ja, gerade bei den Worten. Es ist so ein sprechender Name. Es ist ein bisschen wie bei mir, Loslassen und gemeinsam wachsen, hat auch so entsprechenden Namen, Sinn ja, und ja. Sein. Die Suche nach dem Sinn des Lebens, was bedeutet das für dich? Und wie kam der Name zustande? Was möchtest du mit dem Podcast auch ausdrücken? Du drückst dich ja so vielfältig aus, auch in deinen Berufen und mit dem, was du machst. Und jetzt Ukulele lernen, deine Ausdrucksfähigkeit ist, also ich finde es wahnsinnig stark. Sinn und Sein. Ich glaube schon, dass wir das alles haben, alle in Mhm. uns. Also ich bin nicht außergewöhnlich begabt, ich bin nur außergewöhnlich stur. Also das heißt, ich muss Ausdrucksstark. üben. Also Ja. für mich, um etwas zu lernen, das habe ich sehr früh mitbekommen, um etwas zu lernen, muss ich in der Regel 3, 4 Mal so lange üben wie andere Leute. Mhm. Also beim Musikinstrument merke ich das ganz besonders. Ähm, Da habe ich Freunde, die hören einen Basslauf, also ich spiele auch Bass, die hören einen Basslauf und können den nachmachen. Ich muss den üben und ich muss den lange üben. Mhm. Das weiß ich von mir. Ja, Ich lerne Italienisch, ich muss lange üben. schön. Mhm. Und ich akzeptiere das. Mein Gehirn braucht länger und da gab es auch mal eine Untersuchung darüber, dass ich viele Talente habe. Da geht es um so einen Aptitude-Test, also so einen Mhm. Talenttest. Ja, Und eine Sache, da bin ich gar nicht gut, da war dieser schwarze Strich, der da immer rausgeht, ja, also von den Sachen, die man nicht gut kann, der war außerhalb des Bilderrahmens. Und dann hat der Mann zu mir gesagt, Englisch ist doch nicht wie haben Sie denn Englisch gelernt? Dann habe ich gesagt, das war sehr schwierig. Dann sagte er, das glaube ich Ihnen, weil Ihr Gehirn bei anderen Leuten, die hören etwas 2, 3 Mal und merken sich's, also ja, Worte, und ja. ich muss es 10 Mal hören, bis ich es mir merke. Und dadurch, dass ich das weiß, dass ich lange brauche zum Lernen, ich kapiere schnell, das ist was anderes, aber zum Lernen brauche ich lange. Und dass ich lange brauche zum Lernen, muss ich diese Zeit haben, um es zu üben. Ja, Und deshalb sind diese Talente da, die ich habe, sind alles Dinge, für die ich sehr viel Zeit verwende. Und jetzt zurück zu deinem Sinn und Sein. Hat ein bisschen zu tun gehabt mit Being and Doing. Es kam aus dieser mhm. Wortgeschichte Being and Doing. Ja, Und ich suchte etwas, was ähnlich ist und ähnlich klingt, aber auch noch irgendwie nett sich anhört. Und deshalb kam ich dann durch längeres Nachdenken auf Sein, weil eben Being ist Sein. Und dann hat sich das mit dem Sinn, habe ich was gesucht, was dazu passt. Und der Sinn von Dingen und das Sein mhm. von Situationen, also der Sinn von Situationen und das Sein in uns, das fand ich ein sehr schönes Thema. Ist es Sinn. auch total schön. Liebe Sabrina, du hast Bücher geschrieben, ganz viele verschiedene. Du hast momentan auch Online-Kurse, die man anschauen Ja. kann. Bei dir geht es ganz viel auch um Selbstwahrnehmung. Und es muss auch wirklich was sein, was für einen passt. Das ist ganz wichtig. Deshalb sind bei meinen Kursen, gibt es überall Geld zurück, weil wenn du nach dem ersten Modul feststellst, das ist nichts für mich, dann geh woanders hin. Ja, Also such dir Leute, die dich unterstützen, aber folg auf dem ihnen. Weg. Mhm. Aber folg ihnen nicht. Ja, genau. Also das Wort Influencer finde ich eine der tragischsten Wörter überhaupt, Mhm. weil wer will das schon sein? Ich möchte nicht Ja, ein Influencer sein. Ich möchte inspirieren, ja, das ja, schon. Aber ich ja. möchte nicht jemand beeinflussen, etwas Mhm. zu tun oder zu machen, weil Ja, das ist voll. eine Machtausübung. Und das finde ich nicht so schön. Sabrina, es war mir eine so große Ehre, dass du heute da warst. Ich könnte mich noch Stunden mit dir unterhalten. Ich habe noch Danke. so viele, ich sehe es noch ganz viele Fragen, die ich noch für dich hätte, aber wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja noch mal in einem zweiten Interview oder mal in echt, wenn wir wieder in Ja, Bayern würde sind. mich Wer weiß, freuen, ja, bestimmt. würde mich auch sehr freuen. Vielen, 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 vielen Dank für dein Sein. Vielen Dank, dass du da warst Danke. und dir die Zeit genommen hast, mir die Zeit gegeben hast. Es ist wirklich eine super schöne Bereicherung für mich. Dankeschön, freut mich auch. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören.
Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Manchmal ist es ganz schön schwierig herauszufinden, was man eigentlich selbst annehmen kann und wo die eigene persönliche Grenze erreicht ist. Dabei geht es überhaupt nicht darum, den Kindern Grenzen zu setzen, sondern die eigenen Grenzen, die wir empfinden, zu wahren und zu kommunizieren. Wie kann ich also respekt- und liebevoll, ehrlich und authentisch, so wie ich bin, Nein sagen? Wie kann ich meine persönlichen Grenzen entdecken und was sind eigentlich Grenzen und wo ist der Unterschied zu Regeln und Konsequenzen? All das erfährst du in meiner Masterclass Ich will das nicht. Die eigenen Grenzen wahren und kommunizieren. Mehr darüber findest du in den Shownotes oder unter sprachzeichen.de. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.